Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch das letzte Rezept in der diesjährigen Osterreihe. Alle weiteren Osterrezepte findet ihr bei mir in der Oster-Playlist. Die verlinke ich euch hier gerne auf dem kleinen i. Ihr findet sie auch mit allen anderen Links hier unter dem Videotitel in der Beschreibung. Dort einfach mehr anklicken, dann öffnet sich diese und da findet ihr dann den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Ihr findet den Link zu meinem Shop. Dort gibt es noch bis zum Ostermontag 5% Rabatt mit dem Code Happy Easter. Und im Shop findet ihr alles, was ihr zum Backen für meine Osterrezepte und für alles andere benötigt. Und ihr findet hier auch diese beiden Formen. Wir backen heute ein ganz traditionelles und sehr schnelles Rezept für die Leute, die keine umfangreiche und ausufernde Torte herrichten wollen. Und zwar backen wir 2 Eierlikör-Lämmchen und ein Eierlikör-Häschen. Ein ganz einfacher Rührteig ist es mit etwas Eierlikör. Den könnt ihr auch ersetzen durch Vanillesoße zum Beispiel. Wir starten gleich ins Rezept und dann habt ihr ganz schnell und einfach etwas wunderbar Traditionelles auf eurem Ostertisch stehen. Während im Hintergrund der Ofen schon vorheizt auf 175 Grad Ober-Unterhitze, ihr könnt auch 150 Grad Umluft einstellen, werden wir uns den Rührteig zubereiten und dafür benötigen wir 250 Gramm weiche Margarine oder Butter, 200 Gramm Zucker. Hinzu gebe ich jetzt schon mal einen Teelöffel Vanilleextrakt, ungefähr einen. Und rühren wir das erstmal so richtig schön weiß-cremig. Hinzu kommen jetzt 4 mittelgroße Eier. Die schlage ich einfach alle nacheinander dort hinein und verrühre sie immer so eine halbe Minute. Gerne zwischendurch mal runterkratzen, dass wir alles gut mit reinrühren können. Nummer 3 und die Nummer 4. Wunderbar. Immer so ein bisschen runterkratzen zwischendurch. Jetzt kommt hier noch der Eierlikör hinzu, 125 Milliliter. Wunderschön. Alles schön auskratzen, nichts verschwenden hier von dem leckeren Likör. Und wer keinen Likör verwenden möchte, der kann auch gerne Vanillesoße zum Beispiel nehmen. So, den rühren wir jetzt auch noch schön unter, dass sich der Zucker so ein bisschen auflöst. So, diese Masse gut noch 5 Minuten danach schaumig rühren, also richtig cremig, damit sich der Zucker schön auflöst. Und jetzt kann dann auch unsere Mehlmischung hinzugegeben werden. Mehl mit dem Backpulver und etwas Salz. Und nach Wunsch kann man noch etwas Zitronenschalenaroma dazugeben. Ich mache das gerne, deswegen reibe ich mir jetzt noch eine halbe Zitrone ab. Das gibt noch eine schöne Frische in den Teig. Und ihr könnt ruhig die ganze Zitrone abreiben, den Rest nämlich dann auf ein Tellerchen reiben und trocknen lassen. Das gerade noch mit verrühren. Duftet wunderbar. Jetzt stelle ich das hier gerade beiseite und vermische mir noch mein Mehl. So, da kommt das Mehl. Und zwar brauchen wir 300 Gramm Mehl mit 2 Teelöffeln Backpulver. Und natürlich das Salz nicht vergessen, eine Prise. Und schön verrühren, damit das Backpulver sich gut in dem Mehl verteilt, dass wir das nachher nicht irgendwo an der Stelle sitzen haben und der Teig geht nicht richtig auf. Sehr schön. So, und dann kann ich das Mehl schon hinzuschütten. Es kann auch gerne in 2 Portionen sein, dann ist es einfacher. Nur kurz und nur so lange, bis das Mehl verrührt ist, nicht länger. Eine Portion. Zweite Portion. Das war es auch schon. Fertig. Also wirklich nicht überrühren den Teig. Und jetzt können wir noch, wenn wir wollen, etwas Mandeln unterheben. Und zwar gebe ich noch 50 Gramm Mandelblättchen hinzu. Hier könnte ich mir aber auch gut vorstellen, Schokotröpfchen, wer möchte. Oder
ja, gehackte Mandeln oder was auch immer ihr wollt. Auch Kokos wäre denkbar. Vorsichtig noch unterheben, dass sie möglichst ganz bleiben. Und dann haben wir einen wunderbaren, schönen Rührteig. Den füllen wir uns jetzt in die Formen. So, zusammengebaut sehen die Formen, wie gesagt, so aus. So kann man sie dann mit den Klammern auf das Blech stellen. Man nimmt sie dann mit den Klammern auseinander. Hier sind dann auch noch 2 kleinere Klammern, die habe ich jetzt gerade hinten liegen. Und diese habe ich jetzt schon gefettet so ein bisschen. Einfach hier wirklich sorgfältig durchgehen durch die Form und vielleicht auch noch ganz zart ausmehlen. Das wäre wichtig, hier oben auch nicht vergessen. Und natürlich auf der gegenüberliegenden Seite das gleiche machen. Ja, und jetzt braucht man nur noch etwas Mehl. Das ist jetzt natürlich hier auf der Arbeitsfläche nicht so günstig. Ihr macht das am besten dann über einem Brett, wo ihr das nachher auch abschütten könnt, das Mehl. Das dann so ein bisschen hier klopfen, dass sich das gut verteilt. So sollte es aussehen. Genauso hier den Hasen. Immer so ein bisschen klopfen und dann klappt das ganz gut. Jetzt zeige ich noch eben, wie die Formen zusammengebaut werden. Und zwar kommt jetzt einfach die obere Form darauf. Und dann haben wir hier diese beiden Standklipse. Die kommen hier oben dran. Denn darauf wird die Form dann nachher gestellt. Also so. Und dann brauchen wir natürlich noch hier den Verschluss an der Seite, damit da auch kein Teig austritt. Ein bisschen was tritt immer aus, vielleicht, je nachdem wie dünn oder dick der Teig ist. Aber dass halt die Form im Prinzip dicht ist. So sieht sie jetzt aus. Beide Formen sind fertig und wir können sie uns dann schon füllen. Natürlich schauen, dass man hier auch gut in den Kopf reinkommt. 2/3 voll füllen. Schön glatt streichen. Die beiden Formen sind fertig und dürfen jetzt gebacken werden. Auf der zweiten Schiene von unten 175 Grad Ober-Unterhitze oder 150 Grad Umluft, so etwa 30 bis maximal 40 Minuten. So, da sind nun meine beiden Formen und man sieht, es hätte noch ein bisschen mehr sein können. Ich probiere mal, ob sie schon durch sind, aber ich denke schon. Ich habe sie jetzt 30 Minuten drin gehabt. Stäbchenprobe. Und kommt gut raus. Ich lasse sie jetzt ein bisschen abkühlen, 10 Minuten in der Form und dann mache ich vorsichtig auf. Die nächsten beiden werde ich dann etwas höher füllen. Einfach ein klein bisschen und dann passt es auch genau. Dann kann man hier genau oben abschneiden. Also hier und dann haben sie einen schönen Stand. So haben wir natürlich jetzt hier unten die schöne Unterseite der Form noch nicht. Aber das muss man so ein bisschen für sich rausfinden. Bei den Teigen ist es auch unterschiedlich und auch bei jedem Ofen ist es etwas unterschiedlich. So, die Spangen habe ich schon abgemacht. Und das ging auch ganz einfach. Und jetzt kann man es einfach abheben tatsächlich. Das ging ganz leicht. Und ihr seht, hier ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Man müsste etwas höher noch backen. Jetzt müssen wir ihn hier abschneiden. Dann wird das ein schöner kleiner Hase. Gucken wir mal, ob wir jetzt ihn rauskriegen einfach. Und da kommt er ganz leicht raus. So, Häschen sitzt schon da. Ich habe hier so ein klein bisschen abgeschnitten. Man sieht, dass das Ei nicht ganz rausgekommen ist. Deswegen ein bisschen höher füllen müssen wir. Das haben wir jetzt ja schon gemerkt. Jetzt das Lämmchen. Man kann es ganz leicht abheben. Vorsichtig natürlich. Bei mir ist es jetzt noch gar nicht richtig abgekühlt. Also je mehr ihr es abkühlen lasst, desto besser. Und nachher, wenn es ganz abgekühlt ist, kann man auch hier dann die Ränder so ein bisschen abschneiden noch. So, nun sind sie so ein bisschen ausgekühlt und die anderen beiden Formen sind jetzt im Ofen. Und ich sehe auch schon, dass es jetzt ein bisschen besser klappt. Ich habe sie etwas voller gemacht. Sie gerade noch bestäuben mit etwas Puderzucker. Ganz, ganz easy und leicht. So, und dann kann hier um den Hasen auch schon sein Schleifchen gebunden werden. So sieht er jetzt aus, wundersüß. Und für das Lämmchen nehme ich hier dieses Band. Und dann ein Schleifchen. Und fertig sind euer Osterlamm und euer Osterhas. Und wir sehen uns gleich zum Probieren. Ich zeige euch dann auch noch mal die anderen Formen. Die sind jetzt nämlich ganz gut voll geworden. Ich habe sie einfach nur ein ganz klein wenig voller gemacht. Sehr süß, die beiden.
So sieht nun meine zweite Ladung aus. Komischerweise sind sie wirklich richtig hochgekommen, viel höher als beim ersten Mal. So denke ich, sollte es sein. Die andere Form ist noch im Ofen, die lasse ich etwas länger drin, die ist ja auch etwas größer. Das heißt so, ja, 5 bis 10 Minuten sollte die länger drin sein. Wir sehen uns zum Probieren wieder. So ihr Lieben, die zweite Ladung kühlt noch aus und ich habe aber schon mal hier oben abgeschnitten. Also da war richtig ja was rausgekommen, ein kleiner Berg entstanden. Und anstatt jetzt die anzuschneiden, das war mir etwas zu schade, denn meine Kinder kommen ja nachher und dann schneiden wir die gemeinsam an. Natürlich schneidet man die immer am Popo zuerst an, nicht am Kopf, das wäre grauenvoll. Also, aber wir können natürlich schon mal hier die leckeren Überstände probieren. Sehr, sehr luftig, richtig schön mit den Mandeln. Es lohnt sich, diese wunderschönen Ostertierchen einmal zu backen. Das war mein schnelles Ostergebäck für euch. Das letzte Video in der Osterreihe 2025. Mit diesem Video wünsche ich euch allen gesegnete Ostern, eine wunderschöne Feier im Kreis eurer Lieben und vielleicht kriege ich ja auch schöne Fotos von euch, von euren Torten und vielleicht auch von den wunderbaren Lämmchen und Häschen. Also ich habe noch viel, viel mehr, auch kleinere Gebäcke auf dem Blog und auch auf YouTube. Schaut da wirklich nochmal rein, dass ihr auf jeden Fall das findet, was für eure Familie das Richtige ist. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und Freude beim Backen. Wir sehen uns erst in 2 Wochen wieder, denn wir fahren mit unserem Jüngsten nach Spanien und da werdet ihr sicherlich auf Facebook oder Instagram auch einiges davon mitbekommen. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder hier am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin, macht's alle gut. Frohes Osterfest. Tschüss!